Moin und hallo. Moin. Wir brauchen mehr Platz in unserem teilintegrierten Wohnmobil. Genau. Ja, wir fahren ein Hymer MLT 570 mit Längsbetten, Halbdinett, kleiner Küche und einem Schwenkbad. Wir haben eine Länge von 6,74 Meter, sind 2,22 Meter breit und jetzt brauchen wir mehr Platz. Na, Bett bleibt drin, Dinett bleibt auch drin, Küche bleibt auch drin, aber im Bad nehmen wir was raus. Wir müssen was rausschmeißen. Das geht so nicht mehr Auf weiter. jeden Fall. Guck mal. So, wir schmeißen unsere Banktoilette raus. Ja, alt, bewährt, gibt es glaube ich schon seit Jahrzehnten bei mehreren Herstellern auf jeden Fall in verschiedenen Variationen die Banktoilette. Vorteil der Banktoilette für viele ist das Kassettensystem. Alles kommt in eine Kassette rein. Ihr könnt die von draußen entfernen, einfach zu reinigen, bupp, entsorgen, fertig aus, wieder reinschieben. Mehr Arbeit nicht. Zweiter Vorteil der Banktoilette, sie lässt sich wirklich leicht reinigen. Ihr habt große, gerade, glatte Flächen und einfach drüber wischen ein bisschen, fertig. Natürlich im Innenraum dann natürlich auch. So, und wie ihr seht, hier haben wir unsere langen oder große Handtücher hängen, ist uns immer irgendwie im Weg hier. So, und dann haben wir uns auch gefragt, in dieser Banktoilette, da muss doch auch Hohlraum sein, also Luft. Ja, verschenkter Platz in einem kleinen Schwenkbad. Ne, hier unten ist die Kassette. So, und da haben wir uns überlegt, die kommt raus und da wird was Neues eingebaut. Eine Waschmaschine. Ja, das habe ich auch schon überlegt, weil du hättest ja Platz, ne? Hier eine Waschmaschine, wir haben 2 Kleiderschränke, wie früher ein Porta Potty unter meinem Bett. Gut, es reicht doch aus. Auch nicht schlecht. Nein, wir bauen eine Trockentrenntoilette ein. Und was für uns was ganz, ganz Schickes. Oh, wir freuen uns drauf. Da fahren wir jetzt hin. Morgen haben wir den Termin um 9 Uhr. Wir sind jetzt in Dettelbach am Main. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Wunderschön haben wir hier gestanden. Und jetzt geht es nach Ottenbach in Baden-Württemberg. Das ist in der Nähe von Stuttgart zu Hollys Campergarage. Wir sind jetzt bei Hollys Campergarage in Ottenbach. Und hier dreht sich alles um die Technik bei eurem Wohnmobil oder Camper und Wohnwagen. Und wer möchte, kann sich hier auch eine Trockentrenntoilette einbauen lassen. Und deshalb sind wir da. Ja, und Hollys Campergarage ist auch noch ein Trumer Servicepartner. So, wo ist Holly, genannt Matze, oder Matze, genannt Holly? Das ist nämlich hier der Chef im Haus. Ja. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Wo ist Holly? Hier, hallo, guten Morgen. Grüß dich, Holly. Ja. Du hast uns ja heute hier eingeladen in dein Haus Genau. und ihr baut uns eine Trockentrenntoilette ein. Ihr kriegt eine Perfect Van TTT Trockentrenntoilette von der V. Siegel, genau. Wer hat sie erfunden? Da müssen wir zum nächsten. Annette. Jetzt schauen wir zu Annette. Komm her, trau dich. Ja, danke für die Einladung, auch an dich. Und wir sind natürlich total gespannt. Die erste schwarze Trockentrenntoilette von Perfect Van, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall anstelle der Banktoilette, ja. Ja, natürlich, Genau. natürlich. Ja. Macht sich ja auch super schick in eurem Fahrzeug, ne? Genau. Aber das Herz spricht, oder? Und was eine Perfect Van Trockentrenntoilette ausmacht und was das überhaupt ist, darum geht es in diesem Video heute. Dieses Abstandsstück wurde meistens von dem individuellen OEM oder Ausbauer eben gemacht. Ja, in unserem Fall ist das die Firma Hymer. Genau. Und das heißt, wenn diese Situation herrscht, muss auf jeden Fall noch so ein Teil bei uns auch mitbestellt werden, dass man eben diesen Zwischenraum noch auffüllen kann. Also das ist ganz wichtig. Dass Sonst hättest du eine Lücke an der Stelle. Genau, Ne? sonst hättest du eine Lücke oder müsstest anderweitig das Ding zumachen. Ja. Genau. Der, wo am schnellsten die Banktoilette raus hat, Der kriegt eine Bratwurst heute Mittag auf dem Grill. Die ist ganz schnell draußen. Ich bin zum Mann, hol die Kettensäge. Matze, wie sieht's denn jetzt aus? Sehr gut, also bei euch ist die Situation hervorragend. Wie man sieht, hat jetzt hier unten die Wasserzuführung der Banktoilette über ein T-Stück realisiert worden. Sollte jetzt keine Außendusche entsprechend zum Einsatz kommen, machen wir dieses T-Stück raus und setzen dafür einen Geradeverbinder ein, damit wir keine Stellen haben, wo stehendes Wasser stehen bleiben kann. Genau, das ist ja wichtig.
Dieses befindet sich einfach hier bei eurem Modell unter einem Abdeckbrett, das wir jetzt quasi herausgenommen haben. Dadurch, dass ihr Wasser im Fahrzeug drin habt, haben wir solche spezielle Klemmzangen, wo wir entsprechend dann die Schläuche abdrücken können und können mit relativ wenig Wasseraustritt entsprechend jetzt den Anschluss dann quasi umbauen. Gut, alles bestens. Okay. Nora, das ist ja schon wieder was, ne? Guck mal, was da hinter uns steht. Hast du den coolen Hänger gesehen? Nein. Oh. Auch nicht schlecht, ne? Hast du alle voll zu deinem T-Shirt, zu deinem Hut? Ja, ja. Genau, warte Das mal, ich T-Shirt komm jetzt passt zu dir. schon. Ja, wie gesagt, die Banktoilette hat jetzt eben den Unterschied zu anderen, dass wir halt hier formschlüssig an der Wand sind. Und An der Außenwand. An der Außenwand und hier, das ist ja meistens dann die Trennwand zum Bett hin oder zur Dinette, meistens. Und wir dann eben auch von der Schachtseite eben unseren Tank rausnehmen können und unseren Feststoffbehälter, wo dann quasi über dieses System, das man von der anderen Trenntoilette schon kennt, eben den Urin nach unten in den Tank leitet. Ja, und das ist halt die Besonderheit an unserer Toilette, dass wir nicht über einen Schlauch oder was Ähnliches gehen, sondern über ein offenes System mit einer definierten Ablaufschräge und dadurch halt alles gewährleistet da reingeht. Die Öffnung da hinten ist quasi ein Notüberlauf. Das heißt, wenn da man mal extrem schräg stehen würde, aber das würde ja schon so bedeuten, dann haben wir hier einen kleinen Notüberlauf, dass falls je die Rinne überlaufen würde, wird der Urin quasi in den Eimer geführt und nicht außerhalb irgendwo landen. Genau. Dann haben wir unser System auch hier wieder umgesetzt mit dem Überlaufrand. Das heißt, wenn der Tank zu voll wird und man vergisst zu entleeren, kommt hier ein Sensor rein und dann piepst die Sache einfach los. Piepst. Das heißt, ihr hört sofort, wenn irgendwas schief gegangen ist. Ne? Und hier siehst du die Kante. Guck mal, Nora. Genau. Hier ist Genau. die Kante. Also das hat ordentlich viel Kapazität fast schon. Ja. Wie viel Liter? Also der das Tank jetzt? hat über 10 Liter, wir müssen es mal nochmal genau ausmessen, ich glaube 10,3 oder 10,4. In der konventionellen Trenntoilette von uns sind wir bei 9,3 und hier haben wir halt mehr. Das ist auch ganz gut, dass du es ansprichst. Das ist jetzt so die Besonderheit, die wir gemacht haben. Also in der Regel ist es so, wir haben ja einen Schacht hinten. Und aufgrund dessen haben wir uns entschieden, die Toilette oder den Tank hinten noch ein Stück stehen zu lassen, zugunsten des Volumens. Genau. Jetzt gibt es aber auch teilweise gerade in Wohnwägen die Situation, dass hier gleich das GFK kommt oder die Isolierung und dann gar nicht dieser lange Schacht ist. Die Leute müssen sich bei mir melden, die kriegen dann einen gekürzten Tank, dass der eben bündig ist. Ne? Genau. Aber in eurem Fall haben wir ja auch noch schön Platz hinten und zugunsten der Kapazität haben wir uns dafür entschieden. Ne? Was ich ja gut finde, auch bei der Perfect Van, ist, dass du halt nichts durchs Wohnmobil tragen musst. Genau. Auch für die, die noch gegen die Trockentrenntoilette sind. Im Endeffekt bleibt ja alles beim Alten. Du machst den Schacht außen auf, Ja. ziehst deinen Urintank raus, so wie du vorher auch deine Kassette rausgezogen hast. Und das finde ich richtig gut. Ja, genau. Und du hast auch die freie Drehbarkeit, also die Sitzschale kann man auch wegdrehen. Genau. Das ist vielleicht nur eine Besonderheit zu eurer alten Banktoilette, das konnte man nämlich nicht. Genau. Ja, also man kann es noch ein Stück wegdrehen, man kann es auch noch einen Ticken besser ausrichten. Und was wir halt auch haben, wir haben diese Sichtschutzklappe, Ja. weil das hat auch sehr viele Leute gestört, dass man halt hinten Immer auf die reinguckt. Hinterlassenschaften Genau, sieht bei genau. der Trenntoilette. Ne? Genau. Und da haben wir jetzt halt eine schöne Klappe, die das dann verschließt, wenn man es nicht braucht. Ja. Und das Schwarz, das passt zu unserem Crossover. Ja. Wie die Faust aufs Auge. Ne? Genau. Und die Besonderheit jetzt bei der Toilette an sich ist ja, in der Regel ist man froh, wenn man die Banktoilette draußen hat, weil die ja sich auch gern verkeilt. Also es ist nicht überall so Ja, die ist einfach sperrig, wie bei ne? euch. Die ist sperrig. Und man muss sich ja sowieso die Frage stellen, warum braucht man eigentlich den Raum hier bei der Banktoilette? Klar, bei der alten Chemietoilette ist es natürlich logisch, weil die Kassette eben komplett durchgeht und der Ablauf mittig ist. Aber bei uns haben wir ja hier den Feststoff, der versperrt ja auch den Weg nach hinten mit meinem Tank. Ne, und somit ist es eigentlich verschenkter Platz. Und dann haben wir gesagt, okay,
dann machen wir doch das wieder schön niedrig. Ja. Dann haben wir Platz für Handtücher, die man jetzt endlich schön lang hinhängen kann oder ein Eimerchen. Eben, oder. Ja, bei uns. Und man hat natürlich dadurch auch eine viel einfache Einbausituation. Also der Sockel, der kann auch getrennt werden vom oberen Teil. Das heißt, wir platzieren jetzt auch erst den Sockel, dann setzen wir den oberen Teil drauf, verschrauben das miteinander. Und dann kommt ganz zum Schluss das Teil, das wird dann so schräg eingesetzt und nach unten geführt. Und da haben wir dann auch noch Spielraum, um das eben anzupassen in der Breite. Ja. Und somit ist das dann auch dicht, weil ja das eine Lippe ist, die hochgeht. Und somit ist das Einbauen viel einfacher wie jetzt bei einer klassischen Banktoilette. Passt zu uns. Ist ja sowieso ja, überall, wo ich hinschaue, bei vielen Markenherstellern schwarz. Schwarze Akzente, schwarze Wasserhähne, Duscharmaturen, schwarz. Ja, und du kommst auch an dem Trockentrenntoilette nicht mehr vorbei. Ne? Wenn wir so manche Fahrzeuge vorstellen, dann kommt, ja, von wegen autark, der hat doch gar keine Trockentrenntoilette. Ja. Ne? Der Hersteller, der bietet es ja gar nicht an. Das sind eben Kritiken, die wir auch oft in unseren Kommentaren gelesen haben. Wie kann man den Begriff autark benutzen? Okay, Lithium, Solar kennt inzwischen jeder, aber mit der Trockentrenntoilette, da hapert es noch. Ne? Ja, was bringt dir die größte Batterie, wenn die Kassette voll ist? Ne? Genau. Mich hat mal jemand gefragt, wie lange könnt ihr mit eurem Hymer autark sein? Ja. Und da habe ich dann gesagt, bis Klo voll ist. Ne? Das ist der begrenzende Faktor Nummer 1. Ja. Das sehen viele gar nicht so, aber also für uns war das immer der begrenzende Faktor. Ne? Ja. Und vor allem, wir haben natürlich durch das, dass wir kein Wasser mehr haben, sparen wir uns auch echt viel Wasser. Also auf jeden Fall. Also wir sprechen da aus Erfahrung. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Es ist ein Zeitgeistthema. Ja. Ganz klare Sache. Wenn ich jetzt eine Kassettentoilettensystem eingebaut habe, das ist ja gerade dein Gedanke, ne? Ja. Dass ich die 1:1 tauschen kann gegen eine Trockentrenntoilette. Genau. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Und das am besten auch noch hobbyschraubermäßig selber verwirklichen kann. Ja. Ja. Toilette ist draußen und ihr habt das so rausbekommen. Mit diesem Stück, was da war, das war genau das Toleranzstück, dass du sie rausnehmen kannst, also die Breite. Ja, super. Gehe ich mal gucken. Ja. Mach mal. Schenke ich dir. Ja. Bitte. Brauchen wir nicht mehr. Oh, wie sieht denn das jetzt aus? Ah, hier ist sie. Da steht sie. Ja. In einem Stück. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Wie sieht das jetzt aus? Ah, guck mal, viel Platz. Viel Platz. Oh ja. Da unten ist schon der gelbe Verbinder. Ja. Das T-Stück ist weg. Mhm. Damit hast du also auch keinen Schlauch, in dem sich stehendes Wasser ablagern oder sammeln kann. Jetzt geht's ans Einbauen. Mit der Wand wahrscheinlich muss man ja gehen. Guck. Die Basis der Toilette. Ja. Der Sockel. Ja. Naja, einsägen wurde nicht die Toilette erst eingebaut und dann die Möbel, ne? So wie bei den Dieselheizungen. Jetzt wird sie schon draufgesetzt. Wollen wir jetzt mal reingehen? Gucken? So sieht das schon mal aus. Es steht schon ganz grob drin. Jetzt haben wir noch kurz die Lage sondiert. Wir haben ja bei euch dieses Regalbrett. Ja. Da hatten wir ja auch noch gesprochen, dass der Deckel schön aufgeht noch, weil unser Deckel ja nach hinten aufbaut. Das sieht aber ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie es vom Ausschnitt her ist. Genau. Feinarbeit. Willst du mal gucken? Ja, klar. Aber die Nora wird sich freuen. Oh, der Deckel steht. Der klappt nicht von selbst zu. Genau. Hier ist ja noch, hier ist ja noch so ein Schminkbrett, hätte ich fast gesagt, ne? Hier oben. Die nutzen wir nicht. Ja. Nee. Ablage oder so. Oh, guck mal selber. Schön, oder? Es sieht schick aus. Mit eurem schwarzen Akzent. Ich finde echt. Ja, hier, guck doch mal. Die Schränke schwarz, Kühlschrank sowieso. Ich meine, das ist ja Crossover. Ja. Das sieht gut aus. Müssen wir nur noch gucken, weil der Ausschnitt ist ein bisschen höher. Da müssen wir mal gucken, dass wir da noch eine Abdeckplatte kriegen wir schon. Das kriegen wir hin. Genau. Die Perfect Van in Schwarz ist jetzt so weit montiert. Sie sitzt und alles. Jetzt fehlen noch die Feinheiten. Was uns aufgefallen ist und auch ein bisschen Probleme bereitet hat, ist durch die Demontage. Jetzt haben wir hier Löcherchen.
Hier hinter waren auch Löcherchen. Hier waren noch Löcherchen. Da hatte der Vorbesitzer seine Klobürste. Und hier sind die ganzen Schraublöcher. So, was machen wir damit? Hier sind 4 und die beiden. Zeigen wir euch, wenn es fertig ist. So, die Toilette ist drin. War total spannend für uns. Und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben euch sehr gerne hier zu Besuch gehabt. Tatsächlich war auch für uns ein spannender Ausbau und Umbau auf die Perfect Van Trockentrenntoilette. Auch ich möchte mich dann nochmal bei euch bedanken und natürlich auch bei Annette. Nochmal ganz herzlichen Dank nach da hinten zum Bierchen. Ne? Ihr müsst wissen, wir sind ja hier schon nach 17 Uhr. Das ist schon Ladenschluss. Und wir haben den ganzen Tag am Auto gewerkelt. Und klar, da ist jetzt Zeit für ein Bierchen, die Sonne scheint. Und wir haben zum Abschluss des Tages die erste schwarze Perfect Van Toilette. Banktoilette. Banktoilette. Genau. Banktoilette. Ja, die Feinheiten muss man drauf achten. Genau. Banktoilette, Annette. Na logisch. Da reimt sich sogar. Ja. Der Annette. Und jetzt können wir auch alle wunderbar in den Feierabend gehen. Ja. Und wie sich das bei uns dann in der Praxis verhält mit der Perfect Van Toilette, das zeigen wir euch jetzt. Da steht das gute Stück. Oh, passt super zu uns, finden wir. Klasse ist das geworden. Ja, Richtig klasse. das Bad wirkt größer. Viel größer. Ne? Sie wirkt richtig zart, obwohl es ja auch eine Banktoilette ist. Und passt sich an. Der Raum wirkt größer. Der wirkt größer, natürlich. Du hast diesen massigen, ich gehe mal rein, ich hock mich mal hin. Du hast diesen massigen weißen Körper ja nicht. Du hast jetzt hier, guck mal, geht's ja viel weiter runter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier was, es staubt voll, was abzustellen. Jetzt könnte ich sogar noch längere Handtücher reinhängen. Ich kann die Toilette auch drehen, ganz zur Seite. Guck mal, dann hast du sogar noch mehr Platz. Der Vorteil dieser Banktoilette von Perfect Van für uns ist, dass wir hier im Innenraum mit unserem Schwenkbad immer noch mehr Platz bekommen haben. Wenn ich jetzt den Urintank und auch das Eimerchen mit dem großen Geschäft von innen nach draußen entsorgen müsste und nicht von außen, das würde sich hier in dem Innenraum auftragen. Das müsste ja irgendwo hin. Und so wird der Schacht weiterhin genutzt. Die Klappe behält ihre Funktion und wir sind begeistert. Und du hast Raum gewonnen. Und du Raum brauchst gewonnen. keine Zweitkassette mehr mitnehmen. Ja, Ne, da habe ich schon eine Idee, was ich da reinbaue in das Fach draußen. Ne, da haben wir ja Werkzeug, draußen ne? ein Fach für die Zweitkassette. Hm? Wie bitte? Werkzeug. So ähnlich, genau. Und die Toilette ist schlank. Ja. Die ist schlank, die Ja. ist zierlich, die Ja. hat Design, die Ja. ist schwarz, ne, voll im Trend. Ja, voll im Trend. Überall sieht man das. Zieht sich durch viele Wohnmobilmarken. Genau. Lass uns doch mal einen Blick reinwerfen. Ja, genau. Ah, und du guckst auch nicht direkt in dein Beutelchen, ne? Da ist eine Abdeckung Ja, und die können wir öffnen. und darunter kommt dann der Eimer mit dem Beutel. Genau. Achso, so, jetzt hätte ich das mit der Hand gemacht. Dann hast du noch ein Bedienpanel, ein kleines, auf der linken Seite. Da schaltest du einmal Licht mit an für den Schacht. Ja. Und du hast für den Füllstand deines Urintanks hast du hier eine Klarsichtscheibe. Da kannst du auf den Tank gucken. Und der ist jetzt ja leer, deshalb sieht das ja nach nichts aus. Und genau. aus? Und wenn du das Licht anmachst, dann kannst du auch den Füllstand erkennen, wenn Flüssigkeit drin ist. Ja, Ne? genau. Und der zweite Schalter, Ist die Belüftung. ja, und das ist auch wichtig, dass du die Feuchtigkeit aus dem Eimerchen, ne, für die Feststoffe rausbekommst. Ne? Dass da nicht irgendwelche Prozesse stattfinden, die nachher zur Schimmelbildung führen. Die Feuchtigkeit wird durch diesen Ventilator abgeleitet. Genau, den brauchen wir jetzt nicht. Nö, der Licht ist nichts brauchen drin. wir auch nicht, haben wir nachgeschaut. Und den Ventilator machen wir auch aus. Ja, die ist ja jetzt unbenutzt und leer. Genau. Ne? Also im Moment. Im Haben sie Moment. natürlich schon benutzt.
Ja, Und, Nora, wie sitzt sich's denn? wunderbar. Wunderbar. Also es sitzt sich sehr gut. Ich finde das Material angenehm. Und ach ja, und ganz wichtig war ja auch, wir haben einen Prototyp. Das ist der Prototyp. Also es gibt diese Banktoilette in Schwarz noch nicht. Nee, das ist das Das erste ist Exemplar. wirklich das erste Exemplar. Und wichtig war uns, der Deckel muss halten. Ne? Wir wollten diese Geschichte hier beim Hümer, die Abstellfläche, nicht abschrauben. Ja, das ist so eine Ebene, eine Ablage, die kannst du hochklappen. Genau. Und die kannst du dann Ja. hier einhaken. Und dann hast du noch mal eine Ablage für Schminken, wie auch immer. Und da sollte der Deckel nicht klappen. Und das macht er nicht. Der hält. Ja, Der bleibt da oben. Ne? Und gut finde ich halt, die Abdeckung ist ja nicht nur ein Sichtschutz, sondern wenn Flüssigkeit nach hinten kommt, dann läuft die runter. Und hier in dem Bereich, in dem der Urin abgeführt wird, ne? Runterläuft in den Tank. ja, und sie passt so. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, jetzt brauche ich einen neuen Klorollenhalter. Ja, ja. In Schwarz. Also man wird ja verrückt, ja. Wenn man einmal anfängt, irgendetwas zu verändern, dann könnte ich noch da, noch da, noch da und überall. Und es wird nicht langweilig. Und ich finde diese Toilette einfach klasse. Ich muss jetzt noch Zubehör mir ein bisschen anschaffen, dass ich da irgendwie was hinstellen kann, rechts und links von der Toilette. Weil das wäre ja irgendwie ungenutzte Fläche, vielleicht Toilettenpapierreserve oder... Ich habe da noch gar keine Ahnung. Wir müssen erst mal testen. Wir haben sie jetzt seit 3 Tagen. Also du wolltest jetzt sagen, du musst dich auf der Toilette erst noch einrichten. Ne? Ich muss mich noch einrichten. Daten und Fakten? Ja. Vielleicht haben es einige bemerkt, was ich hier vorhin gerade von dem Urintank entfernt habe. Das war da oben mit drauf. Das wird da so festgemacht. So, und dann gibt es, wie war das? Genau. Ich muss kurz mal Finger nass machen. So, ein bisschen Finger nass. Nee, du. Ach, ich muss den ganzen Finger nass machen. Genau. Hört ihr das? Das heißt, das ist ein Überlaufschutz. Sobald irgendetwas da überläuft oder der Urintank zu viel Flüssigkeit hat und überläuft, dann... Ih, du bist geil. Ich finde das total klasse. Ja, das ist so ein Überlauf-Warngerät. Ne? Also ich glaube, laut genug. Auf jeden Fall. Mm. Ist ein schönes kleines Spielzeug. Ja. Oh, herrlich. Die genaue Bezeichnung der Perfect Van Banktoilette lautet Perfect Bank TTT. Trockentrenntoilette. Genau. Und der Urinbehälter hat ein Volumen von ungefähr 10,5 Litern. Jo. So, dann haben wir hier ein Paket Buntes. Das ist einmal ein Reinigungsmittel. Das soll Gerüche hemmen. Das ist Das, so wie so ein Toilettenstein. genau, für Ja. den Urin kann man machen. Kann man in den Urinbereich Genau, reintun. genau. Ich Dann, gucke gerade, hier steht auch Bioenzymreiniger. Entfernt Genau. Urinstein und Ablagerung. Dafür ist dieses Mittel. dann haben wir noch die Tütchen mitbekommen. Die finde ich gut, Nora. Sie müffeln nicht. Kurz mal reingrätschen. Die stinken nicht. Wir haben uns mal welche gekauft bei einer anderen Toilette. Da haben wir die beim Discounter gekauft, so Recyclingzeug. Das hat dermaßen gerochen. Da habe ich mich gefragt, was jetzt schlimmer ist, der Beutel oder der Inhalt. Ne? Die sind in Ordnung, die stinken nicht. So, und dann haben wir noch was mitbekommen. Da haben wir einen ganzen Sack, sieht aus wie Blumenerde, wie so ein Blumenerdesack. Das ist so ein Streu, was man halt in das Tütchen für das große Geschäft reintun kann. Ja, das ist irgendwie mit Holzkohle? Ich weiß es gar nicht, Nora. Aktivkohle. Ja, das ist so. Oh, bei Fragen wendet euch an Perfect Van am besten. Wir Ja. testen ja erstmal unseren Prototyp. Wir schreiben euch alles in die Videobeschreibung. Bei Fragen steht euch die Annette von Perfect Van. Hilfreich zur Seite. Ja, Da war doch noch was. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? der Spaß kostet. Ich habe ja vorhin so überlegt, was könnte ich denn dazu sagen? Da ist mir so der Spruch eingefallen, wer schön sein will, muss leiden. Oder in diesem Falle, wer Schönes will, muss leiden. Der Preis startet bei 1.499 €.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Ein wunderbarer Tag mit strahlendem Sonnenschein. Da haben wir alle drauf gewartet. Ja. Genießt die Zeit, habt vor allen Dingen eine wunderbare Zeit und wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.